Hier ist euer Monkey King Rambo. Abonniert den Kanal, liked das Video für mehr affengeilen Content. Moin zu einer neuen Runde State of Survival. Heute gehen wir nochmal auf Behemoth ein. Alle Details kommen gleich. Heute ist aber auch noch was Besonderes. Heute geht es in den Verlosungsstart von 250 € in Amazon-Gutschein. 5 Gewinner wird es geben. Alle Details kommen im Verlauf des Videos. Jetzt gehen wir aber erstmal über in die Erklärung vom Baby Behemoth, vom kleinen Affen zum großen Gorilla. Was ihr machen müsst für Free-to-Play-Player, was ist eure Option für die Rally-Leads, die vielleicht nicht unbedingt nach 2 Wochen alles auf Max haben wollen, müssen, können. Und darauf werden wir eingehen. Zuerst nochmal ganz kurz, das ist das, worauf wir uns heute fokussieren, auf die Upgrade-Skills. Die sind abhängig natürlich auch nochmal von den Behemoth-Fragmenten, aber das wird unser hauptsächlicher Fokus sein. Es gibt 4 Main-Skills, der 5., den kennen wir noch nicht wirklich, also man kann bis dahin kommen, aber du kannst ihn nicht freischalten, du kannst die unteren Fähigkeiten, die es dazu geben wird, nicht freischalten. Damit wir uns aber auf einen Ton einigen können, nochmal die Erklärung, was ist was. Also die 4 in rot umrandeten sind sogenannte Main-Skills, das, was in blau umrandet ist, sind Sub-Skills, die spezielle Truppen verbessern, Skills verbessern und Co. Und das in grün sind Special Skills. Special Skills, die reduzieren die notwendigen Runden, die du brauchst, um diese Fähigkeit zu aktivieren, oder erhöhen den Schaden bzw. reduzieren den Schaden, den du bekommst. Das sind die Special Skills. So, das, was ihr jetzt seht, orange umrandet, sind Sub-Skills, die sich mit Infanterie-Themen beschäftigen. Gucken wir uns aber gleich nochmal genauer an, wenn wir auf die verschiedenen Spielertypen gehen und wie es richtig zu leveln ist. Blau umrandete, das sind Fähigkeiten, die Bezug zu den Fahrern haben. Das grün umrandete, das sind alle Sub-Skills in Bezug auf Jäger, und fangen wir mal mit dem Skill Guide für die Joiner an. Das ist grundsätzlich etwas anders als für Rally Leads, und für richtig große Spender ist das sowieso ganz anderer Weg. Denn was ihr an der Stelle hier erstmal nicht vergessen dürft, ist, all diese Freischaltungen hängen wiederum damit zusammen, dass ihr hierfür genug Behemoth-Fragmente habt. Und Free-to-Play-Player wird sicherlich noch nicht bei Cataclysm sein. Ein Rally-Lead wird ungefähr hier bei Cataclysm irgendwo sein, entweder bei Cataclysm 1 und dann die Unterstufen, Cataclysm 2 oder 3. Free-to-Play-Player, bei euch ist das recht einfach. Ihr guckt erstmal, dass ihr mit dem ersten Skill immer in 5er-Schritten nach oben kommt. Wenn ihr den freigeschaltet habt und ihr schon hierzu, in dem Fall destruktive Rakete, gekommen seid, dann geht ihr hier auch in 5er-Schritten vor. Und bloß nicht bis 20 direkt hochgehen, sondern guckt erstmal, dass ihr bis Level 5 kommt, und wenn ihr dann schon die destruktive Rakete habt, geht ihr bei der destruktiven Rakete weiter. Und je weiter ihr hier kommt, desto mehr schaltet ihr in 5er-Schritten frei. Warum 5er-Schritte? Die 5er-Schritte geben die Truppentödlichkeit, die Truppenattacke, die Truppenverteidigung und die Truppenzustandswerte vor. Das heißt, auf Level 20 habe ich hier zum Beispiel plus 4% Tödlichkeit und plus 4% Truppenzustand. Und der ganze Vorteil ist, bei Level 5 habt ihr schon plus 1%. Und die 5er-Schritte sind verhältnismäßig günstig. Was ihr allerdings dazu machen solltet, und das ist unabhängig davon, ob ihr jetzt Free-to-Play-Player seid oder Low-Spender, guckt, dass ihr sehr schnell die Rakete hier, zumindest die Schnellaufladung, auch auf Level 1 bekommt, beziehungsweise ein Punkt dort weiterkommt. Damit verringert ihr das Ganze schon um eine Runde. Und der Effekt für die knapp 100 Biobatterien, die ihr dafür braucht, ist enorm. Das nächste, was ihr dann freischaltet, ist Schnellfeuer. Danach packt ihr einen Punkt in Unterdrückungsfeuer, dann geht ihr auf Kernzerstörung, dann guckt ihr, dass ihr Hochspannung und Kernverstärkung auch jeweils einen Punkt rein investiert. Ihr habt immer genug Biobatterien dafür dann verfügbar, aber das hilft enorm. Und danach geht ihr einfach hier auf Level 5, hier auf Level 5. Dann der Sprung aber, ihr überspringt die Fahrer erstmal. Dann packt ihr in die Jägeraufladung und im Ziel Jäger 5 Punkte. Danach macht ihr das gleiche hier bei Infanterieschutz und Infanterieinduktion. Immer auf Level 5. Dann geht das gleiche hier für die Jäger. Auch jeweils auf Level 5. Danach geht ihr hier zu den Fahrern. Fahreraufladung auf Level 5 bringen, Zielfahrer auf Level 5 bringen. Hier Fahrerinduktion und Fahrerschutz auf Level 5. Und dann fange ich hier wieder weiter an, das Ganze auf 10 zu bringen, das auf 10 zu bringen. Gegebenenfalls das auf 10 zu bringen, das auf 10 zu bringen, und dann geht ihr hier mit den Jägern weiter. Das ist für Free-to-Play-Player, Low-Spender, also eher den Charakter Joiner in den Rallyes.
Das hilft schon mal enorm für eure Rallyes, weil ihr so die Stats von eurem Behemoth pusht und das in der Rallye sehr wichtig ist, dass ihr einfach schnell diese Base-Stats nach oben bekommt und wenn ihr überall einfach nur 5 Punkte habt, ist das schon mal überall plus 1% in Angriff, Verteidigung, Zustand und Tödlichkeit. Kommen wir jetzt mal zu Rally-Leads, die jetzt nicht alle Pakete gekauft haben, sondern auch Dominating Aura erst im Laufe der Zeit freischalten. Da ist das Prinzip ähnlich. Als allererstes pusht ihr mal euren Artilleriebeschuss auf 20 und schaltet auf jeden Fall Schnellfeuer auf Level 1 frei und auch Unterdrückungsfeuer auf Level 1. Hat den ganz einfachen Effekt. Schnellfeuer reduziert die Abklingzeit und Unterdrückungsfeuer reduziert den Schaden, den ein gegnerischer Behemoth an eurem Behemoth machen kann. Danach fangt ihr natürlich auch an, destruktive Rakete zu pushen. Als Rally-Lead gehe ich davon aus, ihr habt erstmal genug Bio-Batterien, um dort weiterzumachen. Ihr pusht das Ganze natürlich so schnell wie möglich auf 20. Genauso wie Artilleriebeschuss auch. Und dann geht es auf Schnellladung. Und Schnellladung solltet ihr sofort als nächstes, sobald ihr das freigeschaltet haben, auf Level 3 bringen. Die Kernzerstörung mindestens 1 Punkt auf Level 2 bringen. Wenn ihr schon bei Kataklysm seid, dann schaltet ihr sofort hier die dominierende Aura frei. Am besten natürlich höher als das, was ich habe. Ich habe sehr wenig zur Verfügung. Ich bin ein relativ schwacher Rally-Lead. Hier solltet ihr mehr pushen als unbedingt bei elektromagnetischem Schutz. Der ist ganz nett, aber ihr wollt erstmal gucken, dass ihr den gegnerischen Behemoth so schnell wie möglich ausschaltet. Durch den ersten Skill hier, Artilleriebeschuss, habt ihr schon den Vorteil, dass ihr die Infanterie eures Gegners sehr schnell zerstören könnt. Besonders wenn ihr hier sauber pusht. Wenn ihr aber nicht bis zur dominierenden Aura schon sehr schnell kommt, dann ist euer Fokus, hier weiter die Subskills in der destruktiven Rakete auszubauen. Und natürlich ist hier wieder der Fokus, so schnell wie möglich eure Infanterie nach oben zu pushen, so schnell wie möglich beides auf Level 20 zu kommen. Allerdings wollt ihr erstmal eure Infanterie schützen, damit fangt ihr an, dass ihr die Infanterie Aufladung macht. Hintergrund ist einfach, dass der Schaden der destruktiven Rakete deutlich erhöht wird. Dann macht ihr weiter mit den Jägern natürlich und erst dann geht ihr auf die Fahrer. Und bedenkt, versucht immer 5 Levels zu pushen. In der Annahme, dass ihr die dominierende Aura noch nicht freigeschaltet habt, weil ihr eher so ganz akzeptabler Rally-Lead seid, aber da kein Insane Spender und ihr dann irgendwann davon ausgeht, Kernzerstörung ist auf Max, Schnellaufladung sollte direkt als erstes Max sein, dann habt ihr hier alles bei der destruktiven Rakete fertig. Wenn ihr dann immer noch nicht die dominierende Aura komplett freigeschaltet habt aufgrund der fehlenden Behemoth-Fragmente, geht ihr weiter bei der elektromagnetischen Schutzbereich. Den solltet ihr definitiv höher haben als ich. Da wäre es gut, wenn ihr den natürlich auch auf 20 habt und mindestens die Hochspannung auch nochmal ein Level weiter habt, also auf Level 2 mindestens. Das sind von den Kosten her immer noch akzeptable dafür, dass ihr die Anzahl der Runden dafür reduzieren könnt. Die Kernverstärkung ist natürlich auch super auf Level 2. Ihr reduziert den Schaden, den eure Behemoths bekommen könnt und ihr reduziert die Anzahl an Runden, wie das wirkt. Danach ganz klar die Subskills. Infanterie wollt ihr schützen, also Infanterieinduktion sehr nach oben pushen. Allerdings auch Infanterieschutz, weil ihr damit natürlich eure Infanterie besser schützt. Das gleiche macht ihr mit den Jägern und wenn ihr dann immer noch nicht bei der dominierenden Aura wirklich weit seid, dann könnt ihr die Fahrer machen. Allerdings, die Fahrer würde ich an der Stelle ein bisschen vernachlässigen. Besonders wenn ihr die dominierende Aura habt. Das erste, was ihr bei der dominierenden Aura als Subskill freischalten könnt, ist Jagdaura. Die Jagdaura ist aber nicht wirklich attraktiv, denn die verstärkt den Schaden, den eure Infanterie macht. Ja, das ist nicht wirklich attraktiv. Das wäre ein Subskill, den ich mit als letztes in der dominierenden Aura nach oben pushen würde. Wenn ich hier weiter freigeschaltet habe, würde ich eher bei den Fahrern tatsächlich an der Stelle pushen. Noch besser ist natürlich, wenn ihr das bei den Jägern macht. Die machen mehr Schaden. Wenn ihr so weit seid, dass ihr die durchdringende Aura pushen könnt, dann ist das super, weil die verstärkt euer Behemoth und euer Behemoth sollte stark sein. Es ist super wichtig, besonders bei Rallyes. Dementsprechend würde ich tatsächlich das bevorzugen und natürlich noch besser ist, wenn ihr schnelle Konzentration freigeschaltet bekommt, also genug Behemoth-Fragmente habt, um Kataklysm 2.3 freizuschalten. Dafür braucht ihr echt viele Behemoth-Fragmente. Der zweite Strang hier bei dominierender Aura, das ist, wenn ihr richtig viel Behemoth-Fragmente habt und die komplette Kataklysm im Endeffekt freigeschaltet habt. Hier wäre dann natürlich für die Super-Spender ganz klar die Reihenfolge
pusht als erstes dominierende Aura auf Level 20. Wenn ihr alles freigeschaltet habt, dann natürlich schnelle Konzentration nach oben pushen und auch Korrosionsaura. Ganz einfache Effekte. Der Schaden erhöht sich, die Rundenzahl, wo der Schaden wirkt, wird auch noch reduziert, also er wirkt viel häufiger mit mehr Schaden jeweils. Danach kümmert ihr euch um die präzise Verstärkung. Dazu kommt dann auch die durchdringende Aura, die das Ganze auch nochmal mitmacht. Das heißt, also die durchdringende Aura erhöht den Schaden nochmal zusätzlich von allen verbündeten Behemoths und die präzise Verstärkung reduziert den Schaden, den eure verbündeten Behemoths im Endeffekt bekommen können. Das soweit zu den Ganzen. Für die Superspender würde ich ganz klar sagen, wenn ihr wirklich unfassbar viele Biobatterien, Behemoth-Fragmente habt und direkt in Woche 2 so ungefähr schon mit der dominierenden Aura anfangen könnt von den Paketen, dann ist ganz klar, ballert alles in Artilleriebeschuss, knallt das mindestens jeweils die beiden Special Skills auf Level 2, danach kümmert ihr euch um destruktive Rakete. In der Reihenfolge, dass ihr die destruktive Rakete auf Level 20 bringt, Schnellaufladung natürlich direkt auf 3, Kernzerstörung mindestens auf Level 2. Dann packt ihr jeweils die Subskills für Infanterie auf Level 20 und für Jäger auf Level 20. Und bei der dominierenden Aura packt ihr das nur auf 5 und schaltet die beiden Special Skills Hochspannung und Kernverstärkung nach oben und die dominierende Aura. Gemäß dem Fall natürlich, ne, ihr habt so viele Pakete gekauft, dass ihr Cataclysm komplett freigeschaltet habt. Ist dann der Weg Dominating Aura auf Level 20. Dann geht ihr zu den Korrosionsaura, packt hier alles nach oben. Schnelle Konzentration auch komplett nach oben. Und dann geht ihr auf durchdringende Aura und präzise Verstärkung. Das wäre euer Upgrade-Fokus. Danach geht ihr hier natürlich etwas anders den Weg, weil es erhöht den Schaden. In dem Fall für Schussaura. Das pusht ihr auf Level 20. Dann hier die Puffer-Aura. Da reduziert sich der Schaden, den eure Infanterie bekommt. Also ihr pusht den Schaden, den eure Jäger machen und reduziert den Schaden, den eure Infanterie bekommt. Dann geht ihr wiederum darauf, dass eure Jäger weniger Schaden bekommen. Hier geht ihr darauf, dass die Rider, also eure Fahrer, viel Schaden machen. Fahrer weniger Schaden bekommen und erst als allerletztes macht ihr die Jagdaura, weil dass eure Infanterie mehr Schaden macht, ja, ist ganz nett, aber das ist somit das Letzte, was ihr wollt. Ihr wollt, dass die Jäger mehr Schaden machen, dass die Fahrer mehr Schaden machen, aber was ihr als erstes wollt, ist, dass eure Infanterie weniger Schaden bekommt. Das Letzte, was ihr wirklich bei den Einheiten wollt, ist, dass eure Infanterie plötzlich mehr Schaden macht. Das ist so das Letzte, was ihr eigentlich pusht. Selbst, dass ihr 60% eurer Truppen Infanterie sind, der Schaden von denen ist verhältnismäßig irrelevant. Dementsprechend Schaden stärken bei Jäger und Fahrer, Schaden reduzieren bei Infanterie als allererstes. Das soweit. Zu dem letzten Skill, naja, keine Ahnung. Wir werden sehen, was da kommt. Oder auch nicht. Vielleicht lassen sie es sein. Ich habe die Sorge, dass damit gegnerische Behemoths komplett ausgeschaltet werden können. Das wäre echt fürchterlich. Jetzt kommen wir zu der Verlosung. Wie angekündigt möchte ich euch nochmal ein großes Dankeschön ausrichten für 2000 Abonnenten, mittlerweile über 2000 Abonnenten. Damit ich mich bei euch bedanken kann, habe ich 5x 50 € Amazon.de Gutscheine organisieren können. Leider Gottes ist das in Deutschland sehr technokratisch, regulatorisch und dementsprechend müsst ihr euch jetzt die Teilnahmebedingungen einmal anhören. Ich schreibe sie aber auch nochmal in die Kommentare unten drunter, wie das Ganze läuft, was ihr zu tun habt, wann die Gewinnverlosung ist und Co. Fangen wir mal an. Ich verlose 5x einen Gutschein im Wert von 50 € für den Amazon.de Store. Die Gutscheine können nicht gegen andere Preise getauscht werden oder für einen anderen Amazon Store genutzt werden. An der Verlosung dürfen alle Zuschauer, also das, was du gerade tust, dieses YouTube-Kanals teilnehmen. Die Gewinner werden am 18.12.2022 um ca. 12 Uhr mitteleuropäischer Zeit, also Central European Time, in einer Live-Verlosung gezogen. Um an der Verlosung teilzunehmen, benötigst du aber einen Discord-Account und musst mindestens 18 Jahre alt sein. Du musst das Video nur mit deiner Discord-ID, also das ist dein Name, ein Hashtag und 4 Zahlen, als Kommentar unter diesem Video posten und mir sagen, was du an meinem Kanal gut findest und welche Verbesserungen du dir wünschst. Also 2 Fragen einfach nur kurz beantworten.
Teilnahmeschluss ist der 17.12.2022 um 23:59 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Es gilt der protokollierte Zeitpunkt des Kommentars. Die Gewinner werden durch die zufällige Ziehung unter allen Teilnehmern, die rechtzeitig kommentiert haben, ermittelt. Mit der Teilnahme an der Verlosung willigst du ein, dass ich dich per Discord kontaktieren kann, um dir den Gewinn zu übermitteln. Du erklärst dich damit einverstanden, dass dein Discord-Name im Fall eines Gewinns in einem nachfolgenden Video veröffentlicht wird. Ich erhebe, speichere und verarbeite diese Daten ausschließlich zur Durchführung und Abwicklung des Gewinnspiels, inklusive Bekanntgabe der Gewinner in einem Video. Natürlich nur Verwendung der Discord-ID. Und um sie im Fall eines Gewinns zu benachrichtigen. Eine Weitergabe der Daten an Dritte findet nicht statt. Sie können die Einwilligung jederzeit durch Löschen des Kommentars widerrufen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Das war jetzt der technische Teil. Ich hoffe, ich kann euch damit ein bisschen glücklich machen als Community und hoffe auf glückliche Gewinner.